Heute bei den Lately News hat Apple das Startup Prepeer in Chicago wegen einer Markenschutzverletzung verklagt, da Apple meinte, dass das Logo von Prepeer, eine Birne, dem Apple-Logo zu ähnlich sei. Dabei ist Prepeer nicht etwa ein konkurrierendes Tech-Unternehmen, sondern eine einfache Koch-App. Nun will ich hier keine Birnen mit Äpfeln vergleichen, aber als nächstes plant Apple, auch Adam und Eva wegen der Sache damals mit dem Apfel zu verklagen. Ich hoffe, dass Gott eine gute Rechtsschutzversicherung hat. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus jedem Windows-Rechner. Denn den Sound, wenn etwas nicht geht bei Windows, habe ich persönlich eingesprochen. Und alleine die Tantieme daran haben mir ein fettes MacBook Pro Platin Premium eingebracht. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, das ZDF-Mittagsmagazin auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus York, wo der Sänger der Rolling Stones, Mick Jagger, gerade seinem Hobby nachgeht und braunen Zucker aufkocht. Oder aber er kocht da gerade die normale Einschlafportion Heroin für seinen Kumpel Keith Richards auf. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Senior Virtual Reality Korrespondentin Angela Merkel die neuesten VR-Trends. Und man kann die liebe Angela hier gerade sehen, wie sie ihre ersten Schritte in einer virtuellen Realität macht. Und das sogar ohne VR-Brille. Einfach Peter Altmaier eine halbe Stunde zuhören, wie er über Ludwig Erhard philosophiert, und schon landet man im VR-Koma. Hoffentlich kommt Angela Merkel bis nachher da wieder raus, oder Armin Laschet muss ihr einfach wieder das WLAN-Kabel ins Ohr stecken, damit wir eine Verbindung zu ihr bekommen. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung der PlayStation 5 sieht die Lage kaum anders aus als vor der Veröffentlichung. Gefühlt 1 Milliarde Menschen wollen eine PS5 haben, aber nur sehr, sehr wenige haben sie bereits bei sich zu Hause. Und lassen sie verstauben, wie ich. Aber auch nur aus Prinzip, denn meine PS5 ist einmal abgestürzt und sitzt seitdem in der Ecke als Strafe. Wem aber die Wartezeit zu lange dauert und nicht bereit ist, vierstellige Summen bei eBay für eine PS5 zu zahlen, kann natürlich wie immer im Leben auch eine Abkürzung nehmen. Nämlich ins nächste Tesla Autohaus. Denn das neue Modell S kommt mit einem Gaming-PC auf Next-Gen-Niveau. Das heißt, mit wenigen exklusiven Spielen und noch mehr Bugs als der Autopilot von Tesla. Einziges Manko: leider verkürzt das Spielen die Akkuleistung auf weniger als 100 Meter. Aber fürs Fahren gibt man doch auch keine 87.000 Euro aus, oder? Währenddessen in Osnabrück. Vermutlich kennt das jeder, dass man verzweifelt seine Autoschlüssel sucht. Und bei der Suche danach stellt man dann sowohl die eigene Wohnung als auch ungefragt die der Nachbarn auf den Kopf. Aber man ist sich immer sicher, dass man doch diesen verdammten Autoschlüssel gerade noch in der Hand hatte. Sicherlich fällt dann dem einen oder der anderen auf, dass sie gar kein Auto haben, aber dank der Suche beim Nachbarn haben sie nun doch endlich ein eigenes Auto. Zumindest mache ich das so immer bei meinem Nachbarn Günther Jauch. Dass es aber auch andersherum geht, also nicht der Autoschlüssel sucht den Menschen, sondern dass man gleich ein ganzes Auto verlieren kann, ist einem 62-Jährigen in Osnabrück passiert, der 3 Wochen nach seinem Auto suchen musste, bis er schließlich fand. Beziehungsweise bis sein Auto ihn fand, da dieses selber schon seit 3 Wochen in Osnabrück nach seinem Fahrer suchte. Derweil in London. Vor vielen, vielen Jahren bin ich mal mit meinen Kumpeln einen Sommer lang durch England gezogen, um jede Mannschaft in der Premier League mindestens einmal in deren Heimstätte zu besuchen. Leider kann ich nicht sagen, ob wir das geschafft haben, weil leider vor, nach und teilweise beim Spiel wir mehr Zeit in den englischen Pubs verbracht haben, als zumindest mal geplant war. Eigentlich wollten wir auch noch nach Schottland,
aber das hätten unsere Lebern nicht mitgemacht. Aber an eine Sache kann ich mich in London noch sehr gut erinnern, nämlich an das schmalste Gebäude der Welt, im Londoner Viertel Shepherd's Bush. Denn dieses Gebäude ist gerade einmal 1,60 Meter breit und etwa 8 Meter tief. Trotz dieser Maße reichte keine schmale Brieftasche, denn es wurde für 1,1 Millionen Euro versteigert. Gekauft hat es ein Typ namens Bilbo Beutlin. Noch nie von ihm gehört, bestimmt wieder nur einer dieser Tech-Milliardäre. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Adel Heute Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Adel Heute Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich habe ja auch blaues Blut in mir. Leider nicht, weil ich theoretisch mit den Windsors verwandt bin. Denn meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und alle davor hatten sich entschieden, dass man nicht innerhalb der eigenen Familie heiraten sollte. Prince Andrew war denen schon damals ein warnendes Beispiel. Sondern mir haben sowohl Prince Harry als auch sein Bruder Prince William Blut gespendet und das sogar fast freiwillig. Aber ich will darauf nicht allzu sehr eingehen, denn das ist aktuell leider ein juristisches Minenfeld. Da beide meinen, dass sie es nicht freiwillig getan haben, sondern ich ihnen nachts heimlich Blut abgepumpt hätte, um damit angeblich einen Anspruch auf den Thron zu haben. Ich kann dazu nur sagen, dass der Einzige, der für mich aussagen wollte, Prinz Philipp war. Ein Fakt, der leider in den Ausgaben des Adel Heute Magazins viel zu wenig vorkommt. Deshalb sei verwarnt, Adel Heute Magazin, die dunkelrote legt die Fake News Karte an dich und du kannst schon einmal davon ausgehen, dass du unter mir mit dem Schafott Bekanntschaft machen wirst. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.